Das Scalable Capital Depot gehört vor allem aufgrund der Vielzahl kostenlos besparbarer Sparpläne zu den beliebtesten Depots. Aber wie gut ist das Scalable Capital Depot wirklich? Welche Vorteile und welche Nachteile hat es? Ist es im Vergleich mit anderen Wertpapierdepots wirklich besser? Diese und weitere Fragen klären wir in diesem Video. Am Ende sagen wir dir, ob sich das Depot wirklich für dich lohnt und zeigen dir einen alternativen Broker, mit dem du die Nachteile von Scalable Capital umgehen kannst. Die Scalable Capital Tarife. Gab es bei Scalable Capital Broker in der Vergangenheit 3 verschiedene Tarife, sind es jetzt nur noch 2: Free und Prime Plus. Im Free-Tarif wird das Depot kostenlos geführt. Es wird also keine monatliche Gebühr berechnet. Alle Sparpläne werden ohne Ausführungsgebühr ausgeführt und das schon ab einer Mindestsparrate von nur €1. Beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren wie Aktien und ETFs werden 99 Cent je Auftrag berechnet. Die Orders werden auf Getex, dem elektronischen Handelsplatz der Börse München, ausgeführt. Die ETFs von iShares, Invesco und Xtrackers sind gebührenfrei handelbar, wenn das Ordervolumen mindestens 250 € beträgt. Im Prime Plus werden monatlich 4,99 € berechnet. Das ist allerdings keine Depotführungsgebühr, sondern eine Trading Flatrate. Entscheidest du dich für den Tarif, kannst du nicht nur Sparpläne gebührenfrei besparen, sondern auch Wertpapiere kostenlos bei Getex handeln. Voraussetzung ist ein Mindestordervolumen von 250 €. Liegst du darunter, werden 99 Cent berechnet. Die Vorteile vom Scalable Capital Depot. Vorteil Nummer 1: Du zahlst keine Depotgebühren. Mit dem Free-Tarif zahlst du, wie gesagt, keine festen Gebühren im Monat. Beim Prime-Tarif zahlst du die 4,99 € im Monat, bekommst dafür aber die Möglichkeit, Aktien und andere Wertpapiere kostenlos zu handeln. Am Ende des Videos zeigen wir dir eine Broker-Alternative, mit der du auch ohne eine monatliche Gebühr kostenlos Wertpapiere handeln kannst. Bleib also unbedingt dran. Vorteil Nummer 2: Trading ab 0 €. Im Prime Plus Tarif sind Trades über Getex kostenlos, wenn das Ordervolumen mindestens 250 € je Trade beträgt. Im Free Broker Tarif liegen die Kosten bei immer noch sehr günstigen 99 Cent je Trade. Vorteil Nummer 3: Guthabenzins. Im Prime Plus Tarif bekommst du aktuell eine Verzinsung von 3,25% per annum für bis zu 500.000 € Guthaben auf dem Verrechnungskonto. Im Free Tarif erhältst du ebenfalls 3,25% per annum, allerdings nur bis 50.000 € Einlage. Vorteil Nummer 4: Aktien sind beleihbar. Scalable Capital bietet einen Wertpapierkredit von bis zu 100.000 €. Er funktioniert ähnlich wie ein Dispo. Du erhältst also einen Kreditrahmen, den du beliebig nutzen und zurückzahlen kannst. Zinsen werden nur während der Nutzung berechnet. Da deine Wertpapiere als Sicherheit dienen, ist der Zins deutlich geringer als der von herkömmlichen Dispo-Krediten. Die Verwendung ist nicht an einen Zweck gebunden. Du kannst den Kredit zum Kauf von Wertpapieren nutzen, aber auch auszahlen lassen. Beachte aber unbedingt das Risiko von kreditfinanzierten Kapitalanlagen auf der Seite von Scalable Capital. Einen Link findest du unten. Vorteil Nummer 5: Großes Angebot an ETF-Sparplänen. Scalable Capital bietet mit mehr als 2500 kostenlos besparbaren ETF-Sparplänen Deutschlands größtes Angebot in diesem Bereich. Alle namenhaften Anbieter wie Amundi, iShares, Luxor, Comstage, Xtrackers, Vanguard, SPDR, UBS, HSBC, Invesco und Deka sind hier verfügbar. Sogar im Free-Broker-Tarif, der ohne eine monatliche Gebühr kommt, kannst du jeden ETF kostenlos per Sparplan besparen. Vorteil Nummer 6: Niedrige Mindestsparrate. Bei den Sparplänen beträgt der monatliche Mindestsparbetrag für Aktien, Fonds und ETF-Sparpläne nur 1 €. So kannst du auch mit einem kleineren monatlichen Budget verschiedene Aktien, ETFs oder Fonds besparen. Vorteil Nummer 7: Flexible Sparplanausführung. Für die Ausführung von Sparplänen kannst du aus 9 Ausführungstagen im Monat wählen. Am 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22. und 25. eines Monats. Bei der Häufigkeit bist du ebenfalls sehr flexibel. Sparraten können monatlich, zweimonatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich ausgeführt werden. Vorteil Nummer 8: Handel auch auf Xetra möglich. Scalable Capital bietet dir neben Getex auch Xetra als Handelsplatz für den Wertpapierhandel. Das ist hilfreich, wenn es an der Getex-Börse zu wenig Handelsvolumen für eine Aktie oder einen ETF gibt. Hier gelten dann abweichende Handelsgebühren. Und zwar werden 3,99 € zuzüglich 0,01% bei mindestens 1,50 € berechnet.
Außerdem bietet Scalable Capital den Handel über die neue European Investor Exchange, kurz EIX. Sie wird von Scalable Capital gemeinsam mit der Börse Hannover betrieben. Vorteil Nummer 9. Auf allen Geräten nutzbar. Dein Scalable Capital Depot kannst du im Browser, am Desktop sowie per App auf deinem Smartphone verwalten. Auf allen Plattformen und in jeder Größe. Vorteil Nummer 10. Lastschriften vom Girokonto sind möglich. Wenn du möchtest, kannst du die Raten für deine Sparpläne bequem per Lastschrift von deinem Girokonto abbuchen lassen. Vorabüberweisungen auf das Verrechnungskonto sind damit nicht mehr nötig. Vorteil Nummer 11. Steuern werden automatisch abgeführt. Deine Jahressteuerbescheinigung wird von Scalable Capital automatisch erstellt und die Abgeltungssteuer an das Finanzamt abgeführt. Du musst dich also nicht selbst um die Abführung der Abgeltungssteuer kümmern. Vorteil Nummer 12. Keine Kosten für Eintrag bei Namensaktien. Die meisten Broker berechnen Gebühren dafür. Bei Scalable Capital ist es kostenlos. Vorteil Nummer 13. Hohe Sicherheit. Deine Einlagen liegen bei Partnerbanken und in Geldmarktfonds. Das sind aktuell die Deutsche Bank, JP Morgan Asset Management, DWS und BlackRock. Für die Einlagen gilt eine Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunde. Deine Wertpapierbestände und die Geldmarktfonds werden, wie bei allen Brokern, als Sondervermögen geführt und können im Falle einer Insolvenz des Brokers problemlos an einen anderen Broker übertragen werden. Vorteil Nummer 14. Depotumzug ist kostenlos. Wenn du dein Depot von einem anderen Anbieter zu Scalable Capital übertragen möchtest, steht dafür ein digitaler Depotwechselservice zur Verfügung. Damit funktioniert der Depotübertrag schnell, unkompliziert und er ist kostenlos. Vorteil Nummer 15. Investments in Kryptowährungen sind möglich. Wenn du mit Scalable Capital in Kryptowährungen investieren möchtest, ist das mit sogenannten ETPs möglich. Dabei handelt es sich um börsengehandelte Wertpapiere. Sie funktionieren ähnlich wie ETFs im Bereich der Aktien. Bei fast allen der angebotenen ETPs werden Coins physisch hinterlegt. Aktuell kannst du aus 14 Kryptowährungen wählen. Verfügbar sind Algorand, Avalanche, Bitcoin, Cardano, Chainlink, Cosmos, Ethereum, Litecoin, Polkadot, Polygon, Solana, Tesos, Uniswap und Ripple. Du kannst sie handeln oder im Sparplan besparen. Die Mindestsparrate beträgt 1 Euro. Die Vorteile sind, der Handel ist so einfach wie der Handel mit Aktien und ETFs, die Steuern werden ebenso einfach abgeführt, es ist eine Verlustrechnung mit anderen Wertpapieren möglich und du kannst beim Bitcoin sowohl Long als auch Short gehen, also auf steigende oder fallende Kurse setzen. Bei einigen Krypto-ETPs erhältst du sogar Stacking Rewards in Höhe von 3-5% per annum. Der Handel in den Prime-Tarifen erfolgt mit einem Spread-Aufschlag von 0,69%. Im Free-Tarif beträgt er 0,99%. Die jährlichen Kosten in Form des TER variieren wie auch bei ETFs. Vorteil Nummer 16. Du kannst auch Derivate handeln. Mit Scalable Capital kannst du auch Optionsscheine und Zertifikate für 0 Euro im Prime Plus oder 99 Cent im Free-Tarif handeln. Nachteile von Scalable Capital. Neben den vielen Vorteilen gibt es natürlich auch Nachteile beim Scalable Capital Wertpapierdepot. Und die zeigen wir dir jetzt. Nachteil Nummer 1. Das Angebot an Derivaten ist eingeschränkt. Derzeit kannst du nur die Derivate von Goldman Sachs, HSBC und One Markets bei Hypo Vereinsbank handeln. Nachteil Nummer 2. Es sind nur 3 deutsche Handelsplätze nutzbar. Scalable Capital bietet nur den Handel bei Getex, EIX und Xetra. Andere deutsche oder generell auch internationale Börsen stehen dir hier nicht zur Verfügung. Das kann dich bei der Auswahl an Aktien einschränken. Gleich stellen wir dir einen anderen kostenlosen Broker zur Ergänzung vor, mit dem du diesen Nachteil ganz leicht umgehen kannst. Welche Kosten können bei Scalable Capital entstehen? Fassen wir zunächst die kostenfreien Funktionen zusammen. Depot- und Kontoführung sind kostenlos, ETF, Aktien- und Fondssparpläne sind kostenlos besparbar, Order-Limits sind kostenlos, Teilausführungen sind kostenlos, wenn sie taggleich erfolgen, oder Streichungen sind gebührenfrei, Ausschüttungen von Dividenden sind gratis, Überweisungen auf dein Referenzkonto sind kostenfrei, Jahressteuerbescheinigungen sind kostenlos und die Eintragung bei Namensaktien ist gebührenfrei. Die kostenpflichtigen Funktionen. Buchst du die Trading Flatrate durch den Prime Plus Tarif, werden monatliche Gebühren in Höhe von 4,99 € berechnet. Beim Handel mit Aktien und ETFs über Getex ohne die Prime Broker Trading Flatrate fällt eine Gebühr von 99 Cent je Trade an und der Handel an der Xetra kostet mindestens 5,49 € je Trade. Lohnt sich das Scalable Capital Depot? Unsere Bewertung.
Scalable Capital ist absolut empfehlenswert, wenn du hauptsächlich in ETFs investierst, ob per Sparplan oder durch einmalige Käufe. Mit mehr als 2500 kostenlos besparbaren ETFs hast du hier die größte Auswahl Deutschlands. Interessant sind hier auch die ETPs auf Kryptowährungen, die teilweise sogar Stacking Rewards von 3 bis 5% per annum bieten. Für den Handel mit Aktien ist Scalable Capital in den meisten Fällen ausreichend. Über Getex kannst du schon mehr als 90% der bei deutschen Anlegern beliebten Aktien handeln. Wenn das nicht reicht, kannst du kostengünstig auf Xetra ausweichen und die Verfügbarkeit von Aktien noch deutlich erhöhen. Wenn du aber sehr häufig Aktien handelst und dabei auf eine große Auswahl ausländischer Aktien Wert legst, dann empfehlen wir dir zur Ergänzung oder als Alternative einen anderen Broker. Das Traders Place Depot bietet eine große Auswahl an Börsenplätzen, die du selbst bei vielen klassischen Depotanbietern nicht findest. Du kannst bei Traders Place an allen deutschen und sehr vielen internationalen Handelsplätzen handeln. Mehr als 40 Börsenplätze hast du hier zur Auswahl. Über Getex kannst du zudem auch hier ohne Handelsgebühr kaufen und verkaufen. Dabei brauchst du keine monatliche Gebühr für eine Trading Flatrate bezahlen. Voraussetzung ist nur ein Mindestordervolumen von 500 Euro je Trade. Bei den ETF-Sparplänen liegt Traders Place aber mit knapp unter 1000 kostenlos besparbaren ETFs hinter Scalable Capital zurück. Die beiden Depots ergänzen sich also perfekt, wenn du sowohl Aktien handeln als auch Sparpläne besparen möchtest. Links zu beiden Anbietern findest du unter dem Video. Wir hoffen, dir hat das Video zum Scalable Capital Depot gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Wenn du noch Fragen zum Scalable Capital Depot oder Brokern im Allgemeinen hast, schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Auch über Videovorschläge freuen wir uns immer.